würde ich tatsächlich eher laufen gehen. Ist ja irre. Auch mit dem Hintergrund, dass du vielleicht an Muskelmasse verlieren würdest? Herzlich willkommen zu Out of the Box. Hier sitzen sich die unterschiedlichsten Persönlichkeiten aus Fitness und Gesundheit gegenüber und reden, diskutieren, tauschen sich aus. Worüber? Das entscheidet die Box. Alles ist spontan, interaktiv und überraschend anders. Joyce Hübner. Grenzerfahrungen hat sie auch hinter sich. Im wahrsten Sinne. Marathonläuferin Joyce Hübner umrundet Deutschland mit 120 Marathons in 143 Tagen. Felix Hahn. Als Bundespolizist ist er Challenges gewöhnt. Als Hyrox-Athlet hat er sogar mal 2 Wettkämpfe an einem Tag gemeistert. Eine Erfahrung, die er nur bedingt empfiehlt. Möchtest du anfangen? Ja, ich drücke einfach mal drauf. Mal gucken, was passiert. Es ist sogar eine grüne. Ui. Der Beste in deiner Sportart sein oder gesund 100 Jahre alt werden. Ich weiß es sofort. Zweite Kategorie. Also gesund 100 Jahre alt? Ja. Ja, stimmt. Also wenn man jetzt nicht so diesen Drive hat, wirklich überall der Beste zu sein und sein zu müssen, dass das so zwangsweise dann irgendwie so ist, dann ja doch lieber gesund 100 Jahre alt werden. Aber ist das so in dir drin, in deiner Sportart, dass man der Beste sein muss? Challenged man sich denn die ganze Zeit? Also es ist ein Wettkampfcharakter, aber ich habe jetzt nicht den Drive, selber immer der Beste zu sein. Also das auf keinen Fall. Also mitmachen, ja, Spaß haben, ja, aber jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich muss da unbedingt auf dem Treppchen stehen und ich muss allen Leuten das beweisen und zeigen, sondern einfach nur für sich selber dann halt einfach mitmachen, Spaß haben. Irgendwo natürlich auch ein bisschen rumweinen und heulen, dass es so anstrengend ist, aber nee, also dann doch lieber gesund 100 Jahre alt werden. Also 100 Jahre ist ja auch schon eine extreme Zeit und dann auch noch gesund und jetzt nicht irgendwie die letzten 10 Jahre nur noch im Rollstuhl oder ich habe einen Rücken, also haben wir jetzt immer noch, aber nee. Ich habe auch Rücken. Ja, willkommen im Club. Nee, in meiner Sportart müsste ich einfach mal 50% mehr geben, Ja. gefühlt. Ich laufe. Und wenn ich jetzt mir überlege, auf eine Marathonzeit müsste ich einfach 1,5 Stunden schneller laufen, um der Beste zu sein. Ja gut, also kommt auch immer auf die Sportart drauf an, wie viel Luft noch nach oben ist. Aber wenn man dann selber erkennt, nee, da ist zu viel Luft, nee, das reicht. Das reicht. Ja, das liegt uns nicht in den Genen als Deutsche, glaube ich. Da haben wir andere Baustellen, wo Genau. wir doch ein bisschen besser sind. Willst du die nächste machen? Unbedingt. Oh, eine Schwarzschlange. Mal gucken, was das bedeutet. Für welchen Ratschlag bist du noch heute dankbar? Mach das, was dir Spaß macht. Also wieder so dieses, ich muss nicht überall der Beste sein, ich muss nicht alles machen, was andere machen, sondern einfach das, worauf ich Lust habe und worauf ich Spaß habe, was ich dann halt auch langfristig durchziehen kann. So ganz typische Diättipps, ja, hier ist das und das, ist das und das, ist das und das darfst du nicht mehr essen. Nee, sondern such dir die Diät aus, die du am längsten, am entspanntesten durchziehen kannst. Weil es bringt nichts, wenn du dich 3 Monate lang komplett abhungerst, dann halt eine krasse Form hast, aber danach sofort wieder rückfällig wirst, sondern lieber etwas, was du halt dann über lange Zeit, vielleicht über ein halbes Jahr, halt wirklich ganz normal durchziehen kannst, ohne dich großartig danach dann irgendwie anpassen zu müssen. Also das war schon immer ein ganz guter Tipp. Weißt du noch, von wem der Tipp kam? Irgendein Fitness-YouTuber. Also Social Media hat dich geprägt. Ja klar, ne? Früher die ganzen Fitness-YouTuber, die ganzen Pumper, die man sich da halt angeschaut hat und dann so wirklich als Vorbilder und Idole gesehen hat und irgendwann gesagt wurde, ja, hier nach der letzten Wettkampfdiät habe ich das und das gemerkt und ne, es macht halt einfach keinen Sinn. Mach einfach das, was dir Spaß macht, was du langfristig durchziehen kannst und das ist halt irgendwo dann hängen geblieben und dann hat man halt auch Training, Essen, Privatleben, alles Mögliche halt so ein bisschen angepasst und verändert und jetzt sitzt man hier. Das ist interessant, weil ich glaube, meine Mama hat früher zu mir gesagt, hör auf deinen Körper und auf deine Intuition. Und das habe ich irgendwie in allen Bereichen, ob es jetzt Ernährung oder Sport ist,
habe ich das irgendwie so beibehalten. Und das funktioniert wirklich gut, muss ich sagen. Mamas haben immer recht. Ja, oder? Irgendwo dann doch. Irgendwo dann doch, ja. Ja. Nee, das sind beides gute Ratschläge. Also ich glaube, es gibt sehr viele gute Ratschläge. Es gibt auch sehr viel Müll, aber... Das stimmt, ja. Ja. Können wir so bestätigen. Ja. Genau. Okay, dann. Wie gehst du mit Rückschlägen und Niederlagen um? Oh, Also da bin ich tatsächlich gar nicht so... Ja, Darf ich raten, wie es bei dir ist? Oh ja, das ist spannend. Also ich glaube, du bist sehr ehrgeizig und ärgerst dich dann nicht mal darüber, dass das irgendeine Niederlage war, sondern dass du dann vielleicht diese Vorwürfe machst, ja, ich habe nicht alles gegeben oder ich hätte noch besser sein können. Dass du sehr ehrgeizig bist, so würde ich das jetzt mal vermuten. Ja, das ist ganz spannend, weil ich habe irgendwie so einen Systemwechsel quasi bei mir selber vollzogen in den letzten Jahren. Ich war früher mal ganz doll ehrgeizig und gerade beim Laufen ist es ja so, dass du entweder deine eigenen Bestzeit hinterherjagst oder dich irgendwie challengen willst mit anderen Läufern. Da hast du ja auch wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen besser als bei dir in deinem Sport, viel schneller und besser den Vergleich. Ja. Weil du stehst an einer Startlinie und zack, nach 5 Kilometern weißt du, wer der Bessere ist. Ja. Und irgendwie habe ich so in letzter Zeit gemerkt, das macht viel mehr Spaß, wenn man einfach nur nach Gefühl läuft. Oder alles einfach nach, wie Mutti das immer gesagt hat. Und irgendwie finde ich dieses ganze Drumherum und das, weswegen ich an der Startlinie stehe, irgendwie viel spannender. Da sind die Menschen, die alle das gleiche Hobby teilen. Da gibt es den einen, der sich irgendwie, der super nervös ist, ne, der sich vorbereitet, der andere, der super professionell ist und irgendwie alles nochmal checkt. Ja? Also es gibt so ganz viele verschiedene Kategorien und ich finde, das alles aufzusaugen irgendwie viel spannender mittlerweile und dann einfach Spaß haben und keine Ahnung, wenn es was Leckeres auf der Strecke gibt, wir haben ja da immer Verpflegungsstellen, dann bleibe ich auch mal kurz stehen und trinke hier noch vielleicht noch mal einen Schluck Cola mehr und dann geht's weiter. Es gibt immer bei solchen Veranstaltungen, erkennt man die Leute immer, es gibt halt diejenigen, die super entspannt sind oder halt so in Anführungszeichen normal sind, die halt so einfach nur, weil es Spaß macht, mitmachen und dann gibt es die, die eine schnelle Sonnenbrille tragen. Ich trage aber auch eine schnelle Sonnenbrille. Ja, also man erkennt halt immer wirklich diejenigen, die so wirklich sagen, boah, ich muss hier der Beste sein und ich muss wirklich, und die das dann halt nicht verkraften, wenn sie dann auf dem Platz 2 sind. Ja. Da gibt es auch ganz viele Sachen, die ich auch schon beim Hyrox miterlebt habe, so, wo dann, es gibt halt so eine Fastlane, die du halt nicht belegst, so, sondern da sind halt wirklich die dann einfach ballern und ich bin halt nie auf der Fastlane. Aber es gibt dann halt welche, die halt wirklich schon von 200 Meter hinter dir brüllen, links, weil sie links überholen wollen oder links an dir vorbei wollen. Und dann, wenn du dann mal aus irgendwelchen Gründen auch immer auf dieser Fastlane bist mit einem Fuß, dann fangen die gleich an rumzubrüllen oder gleich irgendwie dich. Kriegst du dann auch so einen Ellenbogen in die Seite? Das sollen sie mal probieren. Würde ich mir bei dir aber auch erst überlegen. Nee, also bisher zum Glück noch nicht passiert, aber man hat halt schon die ekligsten Verhaltensweisen dann schon gesehen, dass da auch Judges angemeckert wurden. So, die sind halt dafür da, um zu sagen, ey, das war jetzt eine volle Wiederholung oder nicht. So, wo man dann sagt, ey, die machen das meistens freiwillig. So, die sind halt da, um halt den Leuten das hier zu ermöglichen. Und wenn man sich dann mit denen anlegt oder die irgendwie dumm anmacht oder so, das geht halt irgendwo auch nicht. Also machst du aus Spaß an der Freude mit? Ja, also einfach halt, weil es irgendwo Bock macht, weil man dann sagt, man hat was geschafft, man hat eine Ausrede, dann den Sonntag einfach nur faul rumzuliegen. Aber halt auch eben, wie du sagst, so diese Atmosphäre, dieses ganze Drumherum, man sieht ganz viele Leute wieder, so ganz viele Leute aus anderen Bereichen, man sieht dann halt die, wo man sieht, die machen das professionell, die beschäftigen sich halt entweder mit dem Laufen, Functional Fitness oder halt eben direkt Hyrox-Training. Aber es gibt auch die, wie ich, die halt hauptsächlich pumpen gehen und ab und zu mal laufen, wenn es sein muss. Und dann sagen, ja, ich habe jetzt einfach mal Lust darauf. Oder ich bin irgendwie hier reingekommen, weil ein Kumpel mir gesagt hat, ey, lass das doch mal machen. So entweder als Double oder dann jeder einzeln für sich. Aber jetzt stell dir mal die Situation vor, du wärst jetzt im Hyrox super, also sehr, sehr, sehr viel besser und wärst irgendwie durch Zufall einfach mal bei einem dieser Wettkämpfe auf den 3. Platz gekommen. Bist du dann nicht, ist das nicht eine Situation, wo du dann angefixt bist, boah, jetzt melde ich mich nochmal an, ich will auf Platz 1, weil du warst ja schon so nah dran. Und du warst so nah dran, aber das war nur ein Zufall. Ja, dann würde ich natürlich auch irgendwo sagen, okay, nee, jetzt hat mich das Fieber gepackt und jetzt will ich dann besser werden. Und dann trainiert man halt auch irgendwo darauf hin. Und dann kriegst du es nicht hin. Wie ist dann die Situation? Dann wäre es natürlich, das würde dann irgendwo dann am eigenen Ego irgendwo auch nagen. So dieses, ja,
das letzte bisschen, da hättest du schneller sein können, da hättest du mal weniger durchatmen müssen oder wenn du da einfach nur einen Schritt mehr gemacht hättest, dann wärst du jetzt schneller oder wärst du auf dem Platz 1. Ja, dann macht man sich auch so selber irgendwie Vorwürfe, aber davon bin ich zum Glück ganz weit weg. Davon sind wir noch Lichtjahre von entfernt. Deswegen bin ich jetzt auch noch ganz froh, dass ich halt einfach, ich gucke, welche Platzierungen, wenn ich sehe, okay, ich bin in meiner Altersklasse nicht der Letzte geworden, dann ist das ganz, ganz schön. Dann ist es schon mal ein kleiner Erfolg. Aber so ist man da relativ entspannt, was das Ganze angeht. Okay, wollen wir mal gucken, was war noch so? Oh, also ich habe immer die grünen Karten, ne? Was das bedeuten mag. Mit oder ohne Musik trainieren? Sehr coole Frage. Kommt immer auf die Stimmung drauf an. Okay. Also Stimmung im Fitnessstudio? sowohl als auch. Also A, wenn jetzt halt im Fitnessstudio halt irgendwelcher Müll läuft, so mit dem man gar nicht mehr irgendwie klarkommt. Okay. Also ich höre auch super gerne beim Pumpen halt einfach Podcast. Einfach nur, um nebenbei irgendwas halt laufen zu haben. Manchmal, wenn meine Kopfhörer, also wenn der Akku leer ist, dann mache ich mir die trotzdem einfach rein, damit ich dann meine Ruhe habe. Damit du nicht angequatscht wirst? Ja, auch. Also bei manchen Übungen, da braucht man halt einfach Musik. Ob das jetzt halt schweres Bankdrücken ist oder Kniebeugen oder Kreuzheben oder so, einfach wo man gerade Power braucht, wo man ein bisschen Motivation braucht. Aber ich brauche jetzt nicht unbedingt bei Facepuls für die hintere Schulter, brauche ich jetzt nicht unbedingt von Slipknot das neueste Lied oder so, was mich dann halt wirklich durchs Training ballert. Sondern da kann es halt auch einfach mal Stille sein, so dann genieße ich das halt auch irgendwo. Dann machst du das pro Übung abhängig. Was ist, wenn deine Kopfhörer leer sind? Gehst du dann trotzdem dein normales Programm trainieren? Ja, tatsächlich ja. Dann schalte ich den Kopf auch einfach komplett aus. Also dann sind keinerlei Gedanken in meinem Kopf. Dann ist einfach nur 1, 2, 3, 4, 5. So, dann ist halt wirklich, der Kopf ist dann komplette Stille, also wirklich auf Durchzug. Und dann nur links und rechts die Stöpsel rein. Und dazwischen ist halt ganz viel nichts. Okay, wie sieht's beim Laufen aus? Beim Laufen höre ich tatsächlich jetzt auch Podcast. Also so Geschichtspodcast. Einfach so, weil das ist halt so, man kennt es noch nicht, es ist halt was Neues. So ist halt interessant, spannend und dann vergeht die Zeit auch sehr schnell. Und dann vergesse ich den Schmerz in den Beinen und in der Lunge. Ach Gott. Ja, wenn jemand wie du, der da halt so wirklich leidenschaftlich läuft, so, der genießt das wahrscheinlich sogar. Ja, aber es gibt immer solche und solche Situationen. Ja, stimmt. Ja, also durch meine Tour, die deutsche Grenze herum, habe ich eigentlich gar keine Kopfhörer getragen. Und weil auch immer Menschen mit dabei waren. Ja, gut. Ja, und dann unterhältst du dich halt einfach 6 Stunden lang. Ja, das könnte ich auch nicht. Oder ist es halt auch immer ganz angenehm, wenn du in einer Gruppe unterwegs bist und die Gesprächsthemen sind aus und dann hörst du dieses Traben. Ja. Dann irgendwann haben alle den gleichen Schritt drauf. Ja. Und ich finde, das ist wie so eine Art Meditation, wenn du diesen Gleichschritt hörst und dann bist du in der Natur und das ist richtig, richtig cool. Und das dauert aber sowieso nicht lange, bis dann wieder irgendeiner was sagt. Ja. Wenn ich alleine laufe, ist es ganz unterschiedlich. Wenn ich im Wald bin, also wenn ich auf einem Terrain unterwegs bin, was mir unbekannt ist oder was halt technisch schwieriger ist zu laufen, dann höre ich keine Musik. Ja gut, man muss sich halt einfach konzentrieren. Ja. Und wenn ich dann auf alten Gefilden unterwegs bin, dann höre ich auch, also wenn ich so Longruns mache, dann brauche ich irgendwas, wo ich zuhören kann. Ja. 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 Aber irgendwas, was nicht so, also Podcast finde ich cool, aber ich weiß dann am Ende nicht mehr, was sie erzählt haben. Ja, Wenn ich dann so in deswegen, meine eigene das darf Gedankenwelt jetzt kein Weiterbildungspodcast Nee, sein. nee, Es darf nee. jetzt nicht sein, so wie mache ich meine erste Million und der gibt richtig, richtig gute Tipps, weil sonst nach dem Laufen hast du dann wirklich gar nichts mehr verstanden. Aber wenn es halt einfach nur so ein Gelaber ist, so entweder ein Laber-Podcast oder halt eben Geschichte, was man sich einfach mal so nebenbei halt reinziehen kann, weil es halt interessant ist, wie so eine typische N24-Doku. So sind die Pyramiden jetzt wirklich UFOs oder nicht? Sowas halt einfach als Nebenbeschallung kann man sich eigentlich schon mal gönnen. Haben wir geklärt, Ja. würde ich sagen. Oh, ich glaube, du bist dran, ne? Ich habe mal aufs Knöpfchen gedrückt. Ist okay. Was bedeutet für dich Erfolg? Boah, das ist auf sportlicher Ebene betrachtet, bedeutet Erfolg für mich, dass ich meinen Sport immer so ausüben kann, wie ich es mir vorstelle und wünsche. Dass ich keine Verletzung habe, dass ich gesund bin, dass es mir gut geht und dass ich zu 90% Spaß daran habe. Nur 90%? Ja, lass uns ehrlich sein. Also es gibt auch viele Trainingseinheiten, die keinen Spaß machen, die dich aber hinten raus ja auch weiterbringen. Ja, sind tatsächlich mehr als 90% bei mir. Ja,
Also eigentlich immer die 50%, die laufen sind. Siehst du, ich schieb eher so die ruhige Kugel. Ich mache einfach nur noch das, was mir Spaß macht. Ja, stimmt. Das ist ein guter Weg, Gut, ja, dafür komme ich aber auch nicht so schnell voran, ne? Ja, gut, aber bist auch schon auf einem sehr hohen Niveau. Das ist immer wie so eine exponentielle Kurve. So irgendwann, wenn man so gen Nullpunkt kommt, so, dann geht es halt nur noch langsam voran. Ne? Also das merke ich zumindest mit dem Laufen. Ich habe jetzt erst wieder nach langer Zeit angefangen mit dem Laufen und habe mich sehr schnell, sehr gut gesteigert. Aber das ist eine sehr dankbare Sportart. Ja, aber ich weiß dann halt auch irgendwann auf einem bestimmten Level, bei mir wird das Level natürlich deutlich früher kommen, wo es dann abflacht, wo es dann einfach nicht mehr besser wird, dass es dann halt auch irgendwo nicht mehr weitergeht. Aber ja, ist halt so, für mich ist dann halt Erfolg einfach so diese kleinen Erfolge, die man halt mit sich selber feiert. So dass man halt eben, wie beispielsweise beim Laufen, ich bin vor einer Woche oder ja, vor 2 Wochen war ich laufen, habe nur auf den Puls geachtet, dass der halt nicht zu weit in die Höhe schnellt. So war ungefähr 160er Puls, bin dafür super langsam gewesen. Aber war eine Woche später beim gleichen Puls über eine halbe Minute schneller auf den Kilometer unterwegs als die Woche noch davor. Und das ist halt, das war für mich bahnbrechend. Du bist sehr zahlenfokussiert bei deinen Trainings? Ja. Egal bei welcher Sportart? Ja, schon. Okay. Also klar, beim Pumpen. Du würdest jetzt nicht, ich gehe jetzt mal nach Gefühl pumpen. Nee, Heute fühle ich 15 Kilo. Nee, da ist immer geguckt, okay, was war letzte Woche dran, was schlägt mir mein Trainingsplan für diese Woche vor, damit man dann schon mal im Kopf alles durchgeplant hat. Aber beim Laufen ist es dann halt wirklich, okay, ich konzentriere mich halt auf eine Zahl, entweder halt auf die Geschwindigkeit oder halt auf den Puls. So. Schon mal versucht ohne? Ohne Uhr? Ohne zu gucken, was da gerade passiert? Nee. Bin ich wahrscheinlich auch. Bitte mach das mal und erzähl mir, wie es gewesen ist. Okay. Nach dem Wettkampf. Okay. Danach, dann, fair enough. Da schauen wir dann einmal. So. Das macht so viel Spaß, aufs Knöpfchen zu drücken. Du darfst aber auch gleich mal. Jetzt darfst du. Ja, okay. Was ist eine Erkenntnis aus deiner bisherigen Fitness-Journey, die du anderen mit auf den Weg geben möchtest? Ja, da sind wir wieder bei dem besten Ratschlag, den wir hier bekommen haben. So dieses langfristig ist halt deutlich besser als kurzfristige Erfolge. Also wie du auch sagst, gesund bleiben und Hauptsache nicht verletzen und dafür halt langfristig was davon haben. Das kommt jetzt alles wieder so ein bisschen zusammen. Aber was man so draus gelernt hat, weniger ist meistens mehr. Gerade was so Supplemente angeht, so man musste sich halt wirklich nur auf die Basics irgendwie fokussieren und dann halt nicht irgendwelche krass abgespaceden Booster oder hier und das Nahrungsergänzungsmittel, das brauchst du, sondern halt wirklich auf die Basics, einfach eine vernünftige Ernährung und dann vielleicht halt eben Kreatin oder wenn du halt durch die normale Ernährung Eiweiß nicht bekommst, so dann halt noch Whey-Protein oder irgendwas Ähnliches. Aber es muss jetzt nichts super fancy sein und das habe ich halt auch als Jugendlicher. Ne? Da hat man sich halt irgendwo über einen Kontakt im Fitnessstudio, den Cheftrainer, der halt irgendwelche Connections zu irgendeinem Online-Store hatte, hat man halt gefragt, hier kann ich mir bei dir 500 Gramm Eiweiß für 20 € kaufen. So, und dann hat man das halt weggetrunken wie nichts. Und heutzutage würde ich halt sagen, ja, geh halt einfach in den Supermarkt und hol dir halt ein bisschen mehr Hähnchen oder halt Linsen oder Bohnen oder irgendwas anderes Eiweißhaltiges und versuch das darüber zu decken. Aber ja, da muss man halt durch. Also die Erfahrung muss man ja machen. Hast du wahrscheinlich auch gemacht. Ja, also in puncto Lebensmittel sage ich auch eigentlich, dass man über die normale Ernährung viel steuern kann. Ich nehme gar keine Supplements. Jetzt ist es wahrscheinlich so gar nichts? Nee, ich mache das über die ganz normale Ernährung. Und ich war auch tatsächlich letztens und habe mich einmal komplett durchchecken lassen mit Bluttest, Urintest und den ganzen Quatsch. Ich mache auch einmal im Jahr eine Leistungsdiagnostik. Und auch ein Herz-EKG. Bei mir ist alles total super. Das glaubt man gar nicht. Ja, nee, deswegen einfach ganz normal, höre wieder auf deinen Körper. Wir wiederholen uns immer wieder, ne? Aber das ist irgendwie, der Körper sagt dir schon, was er braucht. Das hat sich aber gerade fast so angehört, so wie die Dorfjungs, wenn die mal einen Lebertest machen mussten, irgendwie Blutwerte, hier Leber, also Top-Werte hier für jedes Wochenende feiern. Du machst das tatsächlich freiwillig, einfach um zu checken, was halt bei mir los ist. Ja, gut. Und irgendwie habe ich so den Dreh mittlerweile raus. Und wenn ich halt Lust habe, irgendwie 2 Schalen Obst zu essen, dann mache ich mir halt 2 Schalen Obstsalat zu Hause. Ja. Ob das jetzt sinnvoll ist und ob das jetzt in meinen Tagesablauf passt,
egal. Ja. Das ist so. Man selber kennt sich halt auch einfach am besten, klar. Ja. So, und wenn man das halt hinbekommt, bei mir ist das beispielsweise noch bevor Intervallfasten irgendwie fancy war und berühmt und richtiger Hype war, habe ich halt morgens einfach nicht gefrühstückt. Einfach weil ich gemerkt habe, ja, nee, das ist nichts für mich. So, ich fühle mich dann halt eher träge. Ich habe 3-4 Stunden später wieder Hunger. Heißt, ich kann das auch komplett weglassen. Mein Körper ist damit klargekommen, dass er den ganzen Vormittag nichts zu essen hatte. Deswegen einfach drauf hören, was der Körper sagt. Genau. Da sind wir wieder. So, wieder grün. Grün für dich. Jeden Tag bei Wind und Wetter 10 Kilometer laufen oder jeden Tag 60 Minuten Beintraining? Das ist ganz eindeutig. Ja gut, das ist jetzt eine Frage für dich. Also Ja, für dich auch. Also ich sehe dich in Kategorie 2 und mich bei Kategorie 1. Aber so ein 60, also jeden Tag 10 Kilometer laufen? jeden Tag bei Wind und Wetter 10 Kilometer, das Ding ist halt, du wirst halt nicht besser. Es wird ja nur schlechter. Da steht ja auch nicht in welcher Geschwindigkeit. Ja, aber trotzdem, also selbst wenn du jeden Tag 60 Minuten Beintraining machst, also da kann ja nichts wachsen, da kann ja nichts regenerieren, kann ja nichts passieren. Aber dann würde ich mich tatsächlich dazu breitschlagen lassen, jeden Tag 10 Kilometer zu laufen. Wenn du, wie du ja sagst, egal, also die Pace ist ja nicht vorgegeben, dann würde ich tatsächlich eher laufen gehen. ist ja irre. Auch mit dem Hintergrund, dass du vielleicht an Muskelmasse verlieren würdest, weil du ja dann keine Zeit mehr hast. Naja, ich habe ja dann trotzdem noch Zeit. Also, Also man kann ja auch zweimal am Tag. Also sind wir wieder beim Thema Regeneration. Ja. Aber so jeden Tag 60 Minuten Beintraining, das wäre schon krank. Dann lieber 10 Kilometer laufen. Aber es wird ja gerne vernachlässigt von Pumpern. Ja, man sieht die Beine ja im Club. Um jetzt mal so ein richtiges Klischee rauszuholen. Ja, aber gerade wer halt, also ich bin ja jetzt mehr so in die Richtung Hybridtraining, also halt Kraft und Ausdauer und irgendwo funktionale Fitness dann halt auch. So, und dann muss natürlich Beintraining auch mit dabei sein. So, jetzt die Woche ist es ausgesetzt, weil die Beine nicht schwer sein dürfen. Ja, Wochenende Wettkampf, deswegen da darf man nicht wie in Lehm rudern, sondern da müssen die Beine locker und leicht sein. Aber ja, man zieht es halt doch irgendwo regelmäßig durch. Das muss halt sein. Was ich auch irgendwo mal einen Tipp gesehen habe, fürs Laufen, Krafttraining, halt auch nur positiv. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Ja, also zumindest was ich halt mal so gesehen habe, so dass halt Läufer nur laufen, um halt irgendwie die Beine zu trainieren. Nee, das halt Krafttraining hilft halt auch extrem. Ja. So, halt ist zwar Muskelmasse, die man in Anführungszeichen mehr mit sich rumschleppt, aber die Muskeln passen sich ja auch an. Also. Ja, für uns Läufer ist eigentlich Stabi-Training am wichtigsten. Ja. Weil die meisten Läufer dann irgendwann in so eine Haltung verfallen und dann der Körper so in sich reinsinkt. Das bin ich. Dadurch. Nee, das kannst du gar nicht sein. Du sitzt ja so schon aufgrund deiner Muskulatur so aufrecht. Ich falle immer zusammen. Aber der normale Läufer, der kommt dann irgendwann so. Na gut, hast aber auch ganz viele Pumper, die dann halt immer nur Brust trainieren und nie Rücken und dann halt immer den haben. Ja, okay, das stimmt. Deswegen, ne, das nimmt sich nicht viel. Ja. Also so ein bisschen Core wäre auf jeden Fall auch ganz gut als Läufer. Ja. Ne, weil gerade wenn du weitere Strecken laufen willst, irgendwann lässt dein normales Kostüm mal irgendwann nach. Ja. Und deine Wirbelsäule verkrümmt dann irgendwie und alles verkrümmt dann und du stauchst die ganze Zeit also du hast ja das Doppelte an Körpergewicht, was du mit jedem Schritt dann auf den Körper an Belastung gibst. Und da musst du natürlich auch ein bisschen Muskeln haben, die das abfächern. Und nein, die Läufer mögen Krafttraining nicht so gerne. Warum nur? Lass uns schnell die nächste Karte ziehen, oder? Ja. So. Oh, worauf freust du dich aktuell am meisten? Essen? Aufs Wochenende? Nee. Freust du dich auf deinen Wettkampf? Ja, schon. Also es ist jetzt tatsächlich eines der ersten Male, also Hyrox bin ich jetzt auch schon, glaube ich, das 7. oder 8. Mal ist es, dass ich jetzt an den Start gehe und das ist eines der wenigen Male, wo ich auch für trainiert habe. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Sonst halt immer einfach, ich habe halt Lust darauf, das findet nächste Woche statt. Ja, machen wir mal. Nee, aber also tatsächlich freue ich mich drauf. Ich weiß halt auch, dass halt ganz viele Freunde oder Bekannte da halt mitlaufen. Das ist ja komplett ausverkauft. Also werden da auch immer welche Leute sein, die man halt irgendwo schon mal gesehen hat bei anderen Events. Und dann steht man wieder mit in einer Starterwelle mit denen und dann ist so, ach, du auch schon wieder hier? Ja, dann.
ja, freut man sich schon drauf. Also man freut sich nicht auf die Belastung, aber man freut sich dann immer auf den Moment, wenn es dann vorbei ist. Wenn man dann in einem Liegestuhl sitzt, mit einer Terragun dann halt die Oberschenkel irgendwie massiert oder sich da die Bananen und fertig geschnittenen Äpfel da irgendwie reinfeilt. Also das ist eigentlich schon ganz cool. Also da freue ich mich dann schon drauf. Und auf den Burger am Abend. Das sage ich jetzt schon mal. Jawohl. Und das alles nur für die Lebensmittel, die man dann inhalieren kann danach. Stimmt. Ja. Das ist so ein ewiger Kreislauf. Aber den kanntest du ja auch schon. Ja. Also wir Läufer gehen auch gerne ein bisschen, wir legen auch gerne nochmal 3 Kilometer drauf, damit wir doch noch das Stück Kuchen essen können. Ja. Aber ich freue mich am meisten auf Community Runs. Ja? Also jetzt so mal wieder mit anderen Leuten laufen zu gehen. Ja, das ist. Und vor allen Dingen, wir haben die Weihnachtszeit. Wir können Weihnachtsmärkte ablaufen. Ja. Es verändert sich was in der Umgebung. Ich sehe euch schon mit dem Glühwein die ganze Zeit und ja. Na, vielleicht danach. Danach. Genau. Ja, also das ist dann so dieses kleine Post-Workout-Meal. Glühwein, Lebkuchen, ja, noch ein Langosch noch hinterher. Gönnst du jetzt richtig in der Weihnachtszeit? Ich hatte überlegt, ob ich ein bisschen Diät mache und dann halt quasi für nächstes Jahr schon vorarbeiten. So nicht, dass man das dann halt irgendwie bereut und dann halt wieder so eine 12 Wochen harte Diät durchziehen muss und verzichten muss. Aber jetzt habe ich Hyrox hatte ich jetzt abgesagt für dieses Jahr, was noch angestanden hätte. In Frankfurt habe ich gesagt, nee, das ist mir zu kurzfristig jetzt nach Hamburg. Und deswegen sage ich so, ja, über Weihnachten kann man erstmal wieder vernünftig essen, so normal, so nicht irgendwie tracken, abwiegen, eingeben und hier und da vorkochen, sondern dass man sagt, ja, so wie man halt möchte, intuitiv. Also intuitiv essen funktioniert bei mir eigentlich nicht. Also wenn ich sage, ich möchte jetzt Diät machen und ich versuche intuitiv zu essen, dann wird das meistens nichts. Okay. Deswegen muss ich da dann halt wirklich auch abwiegen, alles tracken und gucken, dass ich halt nicht zu viel esse oder mich halt eher mehr bewegen. Aber es ist halt immer schwierig. Also bist du Typ Fahrplan grundsätzlich im Leben? Ja. Ich mache mir nämlich gar keinen Plan über gar nichts. So gar nicht? Nee, tatsächlich nicht. Nee, also ich könnte jetzt aus dem Stand einen Marathon laufen, weil ich halt einfach gerne laufe. Ja, und einfach mir keinen Stress mache. Mir ist es halt auch nicht so wichtig, in welcher Zeit ich denn laufe. Ja. Ich habe jetzt einmal meine Bestzeit geschafft und dann, ich glaube, die werde ich nie wieder in meinem Leben anfechten. Und jetzt mache ich einfach alles nur noch aus Spaß. So ein Achievement, okay, das kann ich jetzt vorweisen. Ja, das ist jetzt schön, da kann ich einen Haken hintermachen für mein Lebensende. Jetzt mache ich nur noch Spaß. Ja, stimmt. Und bei dir, es läuft alles nach Plan. Also bei ganz vielen Läufern ja auch. Ja, also man hat so einen Plan, so eine grobe Fahrtrichtung und dann immer wieder zwischendurch setzt man mal so ein paar kleine Details dann ein, so wie man was machen möchte. Aber es gibt halt so einen, relativ großen Plan. Das ist immer wie so diese Wettervorhersage, die schon für die nächsten 2 Wochen ist, wo dann eine Range von bis vorhergesagt wird, also von minus 14 bis plus 28 Grad und irgendwo dazwischen findet halt alles statt. Aber man weiß, okay, es geht halt in irgendeine Richtung. Also, dass man halt nicht komplett planlos dann irgendwo durch die Welt tingelt. Also wenn du mal keinen Plan brauchst, dann sag mir Bescheid. Okay, dann sage ich Bescheid. Genau. So. Wer war früher dein größtes Vorbild? Ich würde es gar nicht auf eine Person beschränken, muss ich sagen, weil ich habe mit dem Laufstart habe ich relativ zeitnah auch mit Social Media begonnen. Und dann hat man so Challenges gehabt. So Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres gibt es immer so allgemeine Challenges, die irgendwie von großen Laufzeitschriften oder von irgendwo anders herkommen. Und dann hat man immer jemanden gefunden, der die gleiche Challenge gerade bewältigt. Und das hat irgendwie virtuell. Und man hat sich irgendwie dadurch so ein bisschen verbunden gefühlt und gesehen, okay, der hat das heute schon erledigt. Ja. Der das kann ich das auch. Ja. Und das war so ein bisschen mein Antrieb. Und das war eine ganz lange Zeit so, dass ich oft halt, wenn ich mich selber nicht motivieren konnte, was macht man? Man sitzt auf der Couch, man sitzt zu Hause, man hat das Telefon in der Hand und dann gucke ich und dann denke ich, okay, jeder war heute unterwegs, jeder. Wieso schaffe ich das nicht? So, und jetzt Arschbacken zusammenkneifen und los. Zieh dir die Schuhe an und geh raus. Und wenn du nur 3 Kilometer unterwegs bist. Und das war, glaube ich, so, also die Allgemeinheit, die ich auf Social Media beobachtet habe, die hat mich, animiert, motiviert. Kenne ich. Also das ist auch so, wenn man sich dann irgendwelche YouTube-Videos anschaut oder so, es war eine ganz krasse Zeit, als auf Netflix diese CrossFit-Doku
quasi rauskam. So halt auch zu den CrossFit Games und so die da mitgemacht haben und wie die Athleten halt aussahen, was die für krasse Leistungen erbracht haben, so diese perfekte Mischung aus Gewichtheben und hier Gymnastics und halt aber auch Ausdauer und dann können die da halt ihre 300 Burpees am Stück machen oder sowas. So, was halt so auch wieder extrem motiviert hat und gesagt hat, so, boah, das wäre schon krass, wenn man das auch könnte. Und dabei sehen die halt auch noch krass aus. Also das ist ja nicht nur, dass die dann halt auf einmal so eine Läuferstatur, also jetzt nichts gegen Läufer, aber jetzt in meinem Kopf halt so, dass dann halt trotzdem Muskeln da sind, die halt einfach auch funktional und ausdauernd funktionieren. Ja. So, das war dann so, boah, krass, okay, das möchte ich auch. Und dann hat man sich halt auch immer irgendwelche Leute rausgesucht, aber die krassesten sind natürlich halt die bei den Games sind. Aber die waren auch wieder so fern, also so weit weg von den Leistungen, die man selber erreichen könnte, dass es dann halt schon gar nicht mehr. Es ist voll unrealistisch. Das war dann so, man hat dann halt irgendwo in der eigenen Community-Bubble so regional halt Leute gehabt, wo man gesagt hat, ey, so würde ich gerne aussehen, so die Leistung ist krass, so okay, ich versuche jetzt da auch mal irgendwo Anschluss zu finden. Aber vieles war halt immer so weit weg, dass man gesagt hat, damit kann ich gar nicht relaten. Ja. So, das ist halt wirklich irgendwie abwegig, dass ich halt mal irgendwo auf diesem Level bin. Ich glaube, das gibt's auch heute nicht mehr, ne? So eine Person, wo man sich dann irgendwie ein Poster von aufhängt und den vergöttert. Ja. Ich glaube, da sind wir raus, ne? Wir vergleichen uns mit der ganzen Gesellschaft. Der Steffi Graf hängt an nur noch ganz wenigen Schränken so als Poster. Schade eigentlich, die hat tolle Sachen gemacht. Ja, muss dir mal vorstellen. Also das hat mir letztens, irgendjemand hat das letztens mal aufgezählt, was Steffi Graf alles so für Titel und Rekorde und alles Mögliche gebrochen hat. Klar, Serena Williams, super bekannt und auch super erfolgreich, aber Steffi Graf halt in dem Vergleich einfach doppelt so viel vorzuweisen. Aber findet halt einfach nicht mehr statt. Aber ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ja, anderes Thema. Nächste Karte? Ja, nächste Karte. So, welche deiner Vorsätze haben sich etabliert? Schwierig. Also klar, man sagt natürlich so nicht greifbare Vorsätze nimmt man sich ja immer. Ja, ich möchte mehr Sport machen oder ich möchte abnehmen. Aber man sagt nie, ich möchte genau 10 Kilo abnehmen oder ich möchte so und so viel Prozent Körperfett oder ich möchte so und so oft zum Sport gehen oder ich möchte so und so oft bei Hyrox gewesen sein und meine Zeit verbessert haben. Bist du Typ auch Neujahrsvorsätze? Ja, aber also wenn Neujahr heißt vom 1.1. bis zum 4.1. So, also klar, man sagt dann immer, okay, dann und dann möchte ich halt so und so viel erlebt haben, ich möchte so und so oft im Urlaub gewesen sein oder ich möchte unbedingt mal dahin, aber das sind halt immer so wischiwaschi-Vorgaben, so oder Vorsätze, die man sich dann halt irgendwie setzt. Ist halt immer schwierig, aber ein Vorsatz... Hast du gerade einen Vorsatz, den du versuchst zu etablieren? Also jetzt der Vorsatz ist für mich, dass ich noch ungefähr 4 Wochen weiter Diät durchziehe und mich dazu zwinge, bis man dann quasi in so einer Routine ist, wo das dann halt alltäglich ist und wieder langfristig halt was werden kann. Aber dafür muss ich mich halt auch wirklich immer zwingen. So muss ich sagen, so das ziehst du jetzt durch, du musst jetzt halt zum Training gehen, du musst dir die Erinnerung machen, dass du heute noch so und so viel Gramm Eiweiß zu dir nehmen musst. Halt immer... Klingt nach harter Arbeit. Ja, man kann es sich hart machen, man kann es aber irgendwie leicht machen, aber für mich ist halt der Anfang immer so dieses Reinkommen. So dieses, ich fange jetzt damit an, ich verliere nicht nach 2 Tagen die Motivation, wenn man dann, keine Ahnung, man fängt, Montag, Dienstag geht man zum Sport, hat alles gegeben, Mittwoch denkt man sich so, boah, ja, Muskelkater, heute nochmal zum Sport, nee, lass ich mal. So, dann lässt man es ausfallen und dann am Tag danach denkt man sich wieder, ja, nee, jetzt habe ich gestern, ich fange nächste Woche Montag wieder an. Ja. So dieses typische, was wollen wir? Diät machen, wann wollen wir das? Am Montag, heute ist Montag, nächsten Montag. So geht's dann halt los und da muss man sich halt wirklich dazu zwingen und das versuche ich halt gerade. Okay. So, und dann nächstes Jahr gibt es dann wahrscheinlich irgendwie wieder welche Vorsätze, die ich nicht einhalte, aber mal schauen. Also mein Vorsatz ist es, mindestens 3-mal die Woche Sport machen. Okay. Völlig egal was. Egal wann, egal was. Und ich verstehe mal nicht die Menschen, die sagen, oh, ich habe einen Job, ich habe Kinder, ich habe dies, ich habe das. Das funktioniert nicht. Der Tag hat 24 Stunden, du hast so viel Zeit. In der Regel schlafen die Menschen zwischen 6 bis 8 Stunden. Du gehst zwischen 6 bis 8 Stunden arbeiten und dazwischen, natürlich hast du Kinder und weiß ich was alles, aber man schafft es eigentlich. Und diesen Vorsatz ziehe ich, glaube ich, schon fast 5 Jahre durch. Das ist, ja, und länger als mein.
Ja, es fühlt sich irgendwie gut an. Ja gut, wenn dann aus einem Vorsatz eine Regelmäßigkeit wird, aber man halt trotzdem sich immer wieder erinnert, okay, du hast jetzt die Woche, wie du strukturierst ja du hast ja keine Pläne, haben wir schon festgestellt. Habe ich wirklich nicht, das glaubt mir kein Mensch. Aber wenn man halt wüsste, okay, nächste Woche steht das und das an, wie kriege ich mein Training unter, Hauptsache 3-mal, irgendwie kriegt man das dann halt schon gebacken und irgendwie schon hin. Kann ich jedem ans Herz legen. Möglichkeiten sind grundsätzlich da. Mhm. Also 3-mal schafft eigentlich jeder, oder? Eigentlich ja. Auch wenn es Freitag, Samstag, Sonntag ist. Na, erst recht. Grundsätzlich. Ne? Grundsätzlich. Ne? Schichtarbeit, ne? Nachtschichten, da ist man schon gerädert. Ja, aber das schafft jeder. Ja. Man muss sich halt, wie gesagt, irgendwo dazu zwingen am Anfang und dann kommt's rein. Ich finde, zwingen ist immer so ein doofes Wort. Man muss die Motivation aufrechterhalten. Man muss den Schweinehund überwinden. Diszipliniert sein. Diszipliniert hat auch irgendwie so was Negatives. Man muss Finde dein inneres Glück, wollte ich gerade sagen, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu theatralisch. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen zu dramatisch formuliert. Aber neue Routinen entwickeln. Ja. Und wenn es zur Routine wird, dann fühlt man sich auch nicht mehr so gezwungen, sondern man macht das gerne und irgendwann findet man halt auch wieder was. Da sind wir wieder, was langfristig machen, was Spaß macht. Es gehört irgendwann einfach zu deinem Leben. Stimmt. Ja, Felix, vielen lieben Dank. Es war sehr ermunternd, sich mit dir zu unterhalten. Ja. Ganz anderer Ansicht. Ja, auch die verschiedenen, also irgendwo haben wir ja was gemeinsam. Beim Hyrox laufe ich auch, aber du läufst deutlich mehr und deutlich besser. Und wenn sich dann so Wege überkreuzen, dann hat das immer wieder was Inspirierendes und ich glaube, ich werde auch mal ein bisschen mehr laufen gehen. Jetzt habe ich wieder Motivation gefunden. Und ich sollte vielleicht auch mal den Weg ins Fitnessstudio wagen. Wir sehen uns irgendwo. Wir sehen uns irgendwo in der Mitte. Genau. Dankeschön. Gerne doch.